Ubud, das kulturelle Herz Balis, zwischen Dschungel, Reisterrassen und Tempeln. Wir zeigen dir, was du auf keinen Fall in Ubud verpassen solltest. Unser erster Spot sind die Tegalangen Reisterrassen und wie der Name schon sagt, sind das einfach riesige Reisfelder, durch die man laufen kann. Hier muss man Eintritt zahlen. Wir haben für 2 Personen 100 Rupia gezahlt. Das heißt, eine Person kostet 50 Rupia. Hier kann man nicht nur durch die Natur schlendern, sondern auch zum Beispiel einen Fotografen buchen und Fotoshootings machen oder über die Reisfelder schaukeln oder mit der Zipline fahren. Es ist gerade mal 10 Uhr und die Sonne knallt schon. Deswegen würde ich euch unbedingt empfehlen, wenn ihr hier seid, so früh wie möglich zu kommen. Denn zum einen ist weniger los und zum anderen ist es nicht so heiß. Wirklich, es sieht so cool aus. Genau so habe ich mir Bali vorgestellt. Es ist jetzt mittlerweile ungefähr 11 Uhr, also eine Stunde vergangen. Es füllt sich langsam, aber ich würde sagen, es ist immer noch gut leer hier. Also man findet noch echt viele Spots, wo keiner ist. Zum Beispiel hier. Bei mir ist auch kein einziger Mensch gerade. Wir sind gerade auf dem Weg zu den Manuba-Wasserfällen. Der Eintritt kostet 30 Rupien pro Person, also haben wir insgesamt 60 gezahlt. Wir haben hier noch einen Gehstock bekommen, das hat nichts gekostet, den geben wir dann auch wieder zurück. Sü hat sich keinen mitgenommen, ich habe mir einen mitgenommen, weil ich alt und schwach bin. Wir gehen jetzt erstmal zu dem ersten Wasserfall, dann durch einen Bambuswald und dann zum zweiten und dann kommen wir wieder hier raus. Also einmal so gesagt im Kreis, es dauert ungefähr 30 Minuten, wenn man langsam läuft, eine Stunde. Wir sind jetzt hier bei dem ersten Wasserfall angekommen. Es hat gar nicht so lange gedauert, nur ich glaube 7 Minuten oder so. Es ging auch die ganze Zeit bergab, also den habe ich bisher nicht gebraucht. Es ist auch gerade komplett leer hier. Wir sind wirklich tatsächlich die Einzigen, die gerade hier sind. Wir sind hier jetzt im Bambuswald angekommen und unter einem Wald habe ich mir eigentlich was anderes vorgestellt. Aber dann heißt es schon mal, dass wir auf dem richtigen Weg sind zum zweiten Wasserfall. Wir müssen jetzt halt durch so einen kleinen See steigen und da ich eine lange Hose habe, muss ich das jetzt hochkrempeln. Darauf müsst ihr auf jeden Fall gepasst sein, wenn ihr hier seid. Am besten entweder gleich eine kurze Hose anziehen und vielleicht Badelatschen oder so, damit ihr nicht komplett nass werdet. Hier kommen auch gerade die ersten Sonnenschein durch. Es sieht richtig, richtig schön aus hier. Wir waren gerade auf dem Weg zu dem Wassertempel und haben durch Zufall beim Parken diese Reisterrasse entdeckt. Und ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr grün hier. Die Reisterrassen hier heißen Mantingan Reisterrassen und im Gegensatz zu den Telalangan Reisterrassen, die ich euch als erstes gezeigt habe, ist es hier viel ruhiger und es ist nicht so steil runter, sondern es ist eher ein langer Weg und ganz viele Reisterrassen nebeneinander und einige Hühner sieht man hier auch.
Ich habe hier schon öfters gesehen, dass die Einheimischen hier aus Kokosnüssen, aus leeren Kokosnüssen, irgendwelche Sachen schnitzen und das sieht teilweise echt cool aus, aber auch teilweise echt gruselig. Also manchmal schnitzen die solche Gesichter draus und wenn man abends da vorbeiläuft, habe ich mich schon ein paar Mal erschrocken. Wir sind gerade hier bei Pura Tirtha im Pool und Tirtha im Pool heißt so viel wie reinigendes, sprudelndes Wasser, denn der Tempel hier ist für seine reinigenden Wasserbecken bekannt und deswegen nennt man ihn auch den Wassertempel von Bali. Ich habe hier gerade einen Sarong an. Das bekommt man, wenn man hier in den Tempel reingehen möchte. Das muss jeder anziehen, auch jemand, der lange Hosen anhat. Und übrigens, der Preis hat 75 Rupiah pro Person gekostet. Es sind übrigens genau 13 Reinigungsquellen, an denen das Ritual durchgeführt wird. Man beginnt mit der linken und geht dann immer weiter nach rechts um eine. Er hat sich gerade umgezogen. Er wird jetzt das Ritual für uns durchführen. Bist du aufgeregt? Ja, auf jeden Fall. Aber das Ritual ist ziemlich einfach eigentlich. Man geht eigentlich nur von links nach rechts, wäscht sich 3-mal in das Gesicht und dann taucht man einmal mit dem Kopf unter Wasser. So süß ist fertig mit dem Ritual. Wie fühlst du dich? Fühlst du dich gereinigt? Ich fühle mich auf jeden Fall direkt viel, viel besser. Es war auf jeden Fall auch sehr erfrischt, aber auch ziemlich kalt. Was man beachten muss, dass man 11 und 12 auslässt, weil das bedeutet Tod und Beerdigung. Nach dem Tempel haben wir richtig Hunger bekommen und haben uns nun ins Roma-Café reingesetzt. Das ist auf Reisfelder. Es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Das Essen ist auch wirklich sehr, sehr schön angerichtet. Ich habe mir hier einmal Pesto-Pasta bestellt. Ich habe hier mal Chicken mit Champignonsauce. Sieht wirklich lecker aus. Und einmal Kaffee mit Grüner-Tee. Noch nie getrunken. Schmeckt aber richtig gut. Ja, schmeckt richtig gut. Ja. Probier mal. Ja. Einfach lecker, ne? Ja, ist richtig lecker. Die Getränke kosten jeweils 40.000 Rupien und das Essen jeweils 55.000. Also ziemlich günstig eigentlich. Für den heutigen Tag haben wir uns eine Wasserfalltour überlegt. Und der erste Spot ist der Canto Lampo. Der Eintritt hat 25.000 Rupiah gekostet pro Person. Der Spot hier ist besonders berühmt durch Instagram geworden, weil die meisten Bilder, die auf Instagram entstanden sind vor Wasserfällen in Bali, sind genau hier entstanden. Und deshalb empfehle ich euch besonders früh zu kommen, falls ihr coole Fotos schießen wollt, damit das hier nicht zu voll ist. Ich habe heute auch dazu gelernt und mir eine kurze Hose mitgepackt, weil gestern war meine ganze Hose nass. Hinter mir könnt ihr den Wasserfall sehen. Tatsächlich habe ich mir ein bisschen größer vorgestellt, aber trotzdem scheint er sehr beliebt zu sein. Denn es ist gerade mal 9 Uhr und die Leute stellen sich hier schon an, um ein Foto zu machen. Und wenn ihr ganz genau hinguckt, könnt ihr auf der Seite einen Regenbogen sehen. Um ehrlich zu sein, war uns der Wasserfall ein bisschen zu voll, deswegen sind wir jetzt auch nur, ich glaube, 15 Minuten oder so geblieben. Und wir gehen jetzt auch schon zum nächsten Wasserfall. Da ich denke, die werden jetzt nicht so viel anders sein, dass man sich extra anstellen muss.
Wir sind jetzt bei unserem nächsten Wasserfallspot angekommen und er heißt Goa Rang Reng. Der Eintritt kostet uns hier 30.000 Rupien pro Person. Hier gibt es einen etwa 15 Minuten langen Wanderweg, der uns zu 3 verschiedenen Wasserfällen führt. Bei einem Wasserfall kann man sogar schaukeln über dem Wasser und es sieht eigentlich ganz cool aus. Aber hierfür muss man einen Local Guide buchen, der nochmal 200.000 Rupien pro Person extra kostet. Das heißt, 400.000 Rupien müssten wir dann zahlen, was sich dann nicht so sehr für uns gelohnt hat. Deswegen schauen wir uns nur die öffentlichen Plätze an, die sich mit diesem 30.000 Rupien-Ticket anschauen lassen. Hier geht es leider nicht mehr weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie der Platz aussieht mit Guide, aber ich würde sagen, ohne Guide kann man den Wasserfall getrost auslassen. Wir stehen gerade hier bei den Yati Luvi Reisterrassen und kleiner Funfact, Yati heißt so viel wie wahrhaft oder wirklich und Luvi heißt schön übersetzt. Das heißt, dieser Ort hier ist einfach wahrhaft schön. Der Preis hat uns übrigens 75.000 Rupia pro Person gekostet. Die Yati Luvi Reisfelder sind tatsächlich viel weiter weg als die anderen Reisfelder, die ich euch bereits gezeigt habe. Aber falls ihr die Zeit habt, herzukommen, würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen, denn die sind hier viel, viel größer als die anderen und seit 2012 gehören sie sogar zum UNESCO-Kulturerbe. Wir sind gerade hier. Es gibt verschiedene Trekkingwege und wir haben uns für den leichtesten entschieden. Der dauert knapp eine Stunde, ist der rote hier. Wir wollten eigentlich gerade weiterziehen, aber es hat plötzlich angefangen, extrem stark zu regnen. Deswegen haben wir uns jetzt in so ein Restaurant reingesetzt und uns schon mal was zu essen geholt. Ich habe mir hier Aglio Olio geholt und eine Fresh Coconut. Ich habe hier einmal gebratene Reispanudeln mit Spiegelei und Tofu und noch einen Kaffee. Wir essen das jetzt auf und hoffen, dass der Regen bald aufhört. Wir sind gerade auf dem Weg zum Leke Leke Wasserfall. Der Eintritt hat 50.000 Rupien gekostet. Leider ist das Wetter ziemlich schlecht gerade und wir haben gerade richtig viel Pech. Jedoch wollten wir unbedingt den Wasserfall sehen. Hinter mir seht ihr den Wasserfall, der sieht richtig schön aus. Ich bin hier auch komplett gerade alleine, also kommt unbedingt hierher, wenn ihr in U-Boot seid. Es sind 400 Treppen, die man besteigen muss, aber der Aufstieg ist nicht allzu schwer. Also ich denke, es wird sich auch für lohnen. Unser letzter Spot ist der Nung Nung Wasserfall. Es hat ungefähr 30 Minuten von Leke Leke Wasserfall bis hierher gedauert. Der Eintritt hat 20.000 Rupien pro Person gekostet. Auf dem Weg zum Nung Nung Wasserfall kommen wir auf jeden Fall an diesem Wasserfall vorbei, laufen aber auf jeden Fall weiter, denn das ist nicht der Nung Nung Wasserfall. Wir haben es nun zum Nung Nung Wasserfall geschafft und wie ihr sehen könnt, ist hier wirklich nicht viel los. Der Wasserfall ist gigantisch. Was würdest du sagen, wie viele Meter das sind? Ich schätze auf 400 Meter.
Ian sagt, das ist mehr. Sagen wir 500 Meter. Wir machen gerade mittendrin eine kleine Pause. Die Treppen hier sind ziemlich anstrengend. Dagegen ist Lecke Wasserfall wirklich nichts, würde ich sagen. Wir sind gerade auf dem Weg zum Phuket Cape Coon Waterfall und der Eintritt kostet hier 30.000 Rupiah pro Person. Hier gibt es übrigens 2 Wasserfälle. Das ist hinter mir der erste Wasserfall. Der ist ein bisschen kleiner und weniger ausgefallen, aber auf jeden Fall auch sehr sehenswert. Wenn ihr herkommt, müsst ihr bedenken, dass das Wasser etwa kniehoch ist und sehr, sehr kalt. Neben dem ersten Wasserfall gibt es ja auch so einen kleinen Pool, wo man auch schwimmen kann. Und das Wasser ist auch sehr, sehr sauber. Ich dachte gerade, dass das hier der zweite Wasserfall ist und ich war richtig enttäuscht, weil ich die ganze Menschenmenge dort gesehen habe. Aber ich sehe gerade, das ist nur die Schlange und es geht hinten noch weiter. Wir kommen gerade vom zweiten Wasserfall. Wenn man Glück hat normalerweise, strahlt noch Licht rein und dann sieht es richtig magisch aus. Leider hatten wir kein Glück, es war sehr bewölkt, aber es war trotzdem sehr schön. Ja, dafür sind wir richtig nass geworden. Was machen wir jetzt? Zum Kitamani fahren, ne? Ja, genau. Ja, genau. Es wird eine 45 Minuten Fahrzeit. Wir sind jetzt bei unserem nächsten Spot angekommen und zwar ist es der Kintamani Viewpoint. Hier habt ihr einen sehr schönen Ausblick auf zum einen linken Seite Lake Batur und zur rechten Seite könnt ihr den Mount Batur sehen. Das ist ein aktiver Vulkan. Hier sind auch sehr viele Balinesen, die dir zum Beispiel Schmuck und sowas verkaufen. Ich habe auch eine Frau gesehen, die mit so einer Mappe rumgelaufen ist und gefragt hat, ob du eine Maniküre haben willst. Ich habe Nein gesagt, aber ich habe eine andere Frau gesehen, die jetzt gerade eine Maniküre bekommt. Ich dachte, sie bringt dich zu einem Salon, aber sie macht die Maniküre anscheinend direkt auf einer Treppe vor Ort. Wir machen gerade eine kleine Mittagspause im El Lago. Das ist ein Restaurant mit eher japanischer Küche. Und hier hat man auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Aussicht zu dem Mount Batur. Wir sind jetzt auf dem Weg zu dem berühmtesten Wasserfall in Sidemen und das ist der Genting Waterfall. Und der Eintritt hier ist tatsächlich spendenbasiert, das heißt, ihr könnt so viel zahlen, wie ihr wollt. Um zum Wasserfall zu gelangen, müsst ihr ungefähr 60 Stufen nach oben laufen, was tatsächlich sehr untypisch ist für Bali, denn normalerweise läuft man runter, wenn man zum Wasserfall geht und nicht hoch. Wenn ihr übrigens die Treppen nach ganz oben lauft, habt ihr einen extrem schönen Ausblick auf Sidemen und hier könnt ihr auch essen oder euch kurz entspannen. Unser nächster Spot ist der Yakasapu Wasserfall und der ist direkt hinter mir. Der Eintritt ist ebenfalls spendenbasiert, das heißt, ihr könnt wieder so viel zahlen, wie ihr wollt. Der Vorteil hier dran ist, das ist ein geheimer Spot, denn es ist komplett leer hier, es gibt keine Menschenmasse und ihr könnt hier komplett alleine chillen.
Das war U-Boot. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere gerne den Kanal und für mehr Klippen und Sonnenuntergänge schau dir gerne unser Uluwatu-Video an.